Moin ihr Lieben, vielleicht ist euch das auch schon im Internet begegnet. Mir begegnen gerade richtig oft diese wunderschönen Korkuntersetzer. Meistens werden sie mit Gips ausgegossen und dann mit einer tollen Serviettentechnik verziert oder Stempeln oder. Und ja, ich komme da überhaupt nicht dran vorbei. Es hat mich so krass inspiriert und jetzt möchte ich das auch mal umsetzen, aber auf meine Art. Und ich nehme euch natürlich mit. Also ihr braucht diese Korkuntersetzer von Ikea. Hier auf dem Bildchen seht ihr, welche das genau sind. Und da sind immer gleich 2 in einem Pack. Total schön. Ganz leicht und eine schöne Qualität, kann man wunderbar als Grundlage benutzen. Und dann habe ich jetzt statt des Gipspulvers, ich habe das zwar da, aber ich dachte, vielleicht hat das nicht jeder da, dann ist es vielleicht okay, einfach ein bisschen Acrylfarbe zu nehmen. Ja, ich bin ja riesen Biene-Brändle-Fan, ne? Ich sag's, wie es ist. Und ich habe hier ihre In- und Outdoor-Farben und die halten wirklich, was sie versprechen. Ich habe da keine Kooperation oder so. Ich sage euch das einfach von Herzen, weil ich total schön finde, was sie macht und diese Farben einfach eine Hammerqualität haben. Also da kleiner Side-Fact. Und ja, mit dieser Farbe auf jeden Fall male ich das Ganze an, weil die ist total gut haltbar und da weiß ich, wenn ich da gleich mit meinen verschiedenen Klebern komme, dann wird die nicht schlapp machen. Da habe ich größtes Vertrauen rein und ja, ich habe mir jetzt extra einen runden Pinsel genommen. Ich finde, dann kommt man besser in die Ecken und streiche mir jetzt erstmal eine Lage weiß. Könnte natürlich auch jede andere Farbe nehmen, aber ich fand das jetzt als Kontrast ganz gut. Und das muss natürlich immer mal zwischendurch trocknen. Jetzt kommt Runde 2. Zweite Schicht weiß, weil das hat jetzt noch ein bisschen durchgeschienen. Untenrum wäre das nicht so schlimm, also im Boden, weil da kleben wir gleich noch was drüber. Aber ich möchte, falls es so leicht transparent wird, nicht, dass da irgendwie was durchscheint. Deswegen bin ich auch da sehr ordentlich. Und auch das muss jetzt wieder trocknen gelassen werden. Das wäre dann jetzt soweit und jetzt kommt natürlich Stoff ins Spiel. Ich habe hier so einen ganz, ganz tollen Bio-Baumwollstoff von Cloud9. Das ist so ein schöner Druck und ja, für den habe ich mich jetzt hier entschieden. Und hebt unbedingt diesen Schnipsel auf, der da in der Packung ist. Seht ihr ja, den ich gerade benutze. Weil dann habt ihr die perfekte Größe für das Runde da unten drin. Ihr könnt natürlich auch was ganz anderes ausschneiden. Ihr könnt auch ein Herz ausschneiden oder was auch immer. Aber ich wollte es jetzt halt gerne so machen und das als kleiner Tipp am Rande. Und ja, habe jetzt hier einen wasserlöslichen Markierstift genommen, weil der nämlich auch verschwindet, wenn ich da mit Kleber um die Ecke komme. Wobei ich ja auf die Rückseite hier gemalt habe. Aber wenn es jetzt ein heller Stoff wäre, würde das ja eine Rolle spielen. Ja, von daher einmal ausschneiden mit einer ordentlichen Stoffschere, dann gelingt das eigentlich ganz gut, ohne dass da irgendwelche Fransen oder Übersteher sind. Und jetzt kommt das Schöne. Also das macht mir so Spaß. Ich habe Sachen genommen, die ich alle schon hatte. Das ist so ein Decoupagekleber. Man könnte jetzt auch irgendwie so einen Serviettenlack oder irgendwas nehmen. Bestimmt auch einen Bastelkleber. Ich denke, hier führen viele Wege nach Rom. Ich habe halt diesen Decoupagekleber da. Da weiß ich, der funktioniert gut, den nehme ich. Und den streiche ich jetzt sehr üppig unten erstmal auf den Boden. Der ist schon einen Tag älter, deswegen ist er so ein bisschen matschig, aber das ist irgendwie überhaupt nicht schlimm. Vielleicht ist er auch immer so gewesen und ich habe es vergessen, aber auf jeden Fall, es funktioniert astrein. Und da lege ich jetzt diesen süßen, süßen Stoff drauf. Einmal so ein bisschen anklopfen und jetzt mit dem Kleber da drüber gehen. Der weicht den Stoff jetzt durch. Das heißt, alles, was wir eben da so drunter gematscht haben, quillt jetzt an den Seiten raus und damit kann man dann alles verstreichen. Ich achte hier drauf, dass es nicht zu dick ist, nicht, dass es irgendwie so erhaben auftrocknet, aber ansonsten trocknet der ja komplett transparent auf. Und ich streiche auch den Rand mit ein, weil da möchte ich gleich noch was draufmalen. Wenn ich das auf das pure Kork mache, ist mir aufgefallen, funktioniert das nicht so gut. Deswegen die Art und Weise. So, und dann habe ich noch so einen ganz tollen Serviettenlack mit Glitzer drin. Und ich liebe ja bunt und Glitzer sowieso und alles, was da kommt. Deswegen musste ich jetzt auch das unbedingt noch irgendwie einbauen. Und ich habe erst gedacht, den Rand oben, das wäre auch schön gewesen. Aber dann bin ich drauf gekommen, nee, das Blüteninnere ist ja noch schöner. Und deswegen habe ich jetzt nur das Blüteninnere einmal mit diesem Glitzer-Glimmer-Serviettenlack das hat jetzt quasi keine große Funktion mehr, sondern einfach nur eine optische Geschichte. Das auch wieder richtig gut trocknen lassen. Das, was jetzt hier so komisch weiß aussieht, wird transparent. Das werdet ihr gleich sehen. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Ja, das ist jetzt hier die getrocknete Variante. Auch so schon total schön, oder? Also man sieht, es wird. Also ich sag's euch, das macht richtig Spaß. Ich kann jedem empfehlen, mal in Ikea zu steppen und sich da auch was zu besorgen.
Und ja, ich bin aber eher Team viel hilft viel und deswegen kommen da jetzt noch ein paar Farben dran. Ich habe hier so eine, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe sogar diese Tasche auch mal in einem Video genäht. Da hatte ich mir für diese Stifte eine Tasche nähen wollen und bin mal wieder freischnauze los und die war viel zu klein. Deswegen dann nochmal eine größere genäht. Und das sind so Dot-Marker. Das ist ganz schön. Die haben auf der einen Seite so einen Kreis, der dann immer einen Punkt macht. Blöd erklärt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und die andere Seite ist theoretisch noch ein normaler Schreibstift, den brauche ich jetzt aber hier nicht. Und da habe ich mir jetzt einmal so die Farben aufgepunktet, von denen ich denke, dass sie gut zu den Blümchen passen würden. Und mich dann eben für 2 entschieden. Ich punkte da jetzt nochmal neben, damit ich auch wirklich einen richtigen nehme. Bei den verschiedenen Lilatönen muss man ja sicher sein. Und jetzt mache ich mir einfach auf diesen weißen Rand nochmal ein paar Punkte. Da kann man jetzt aber auch, da ist jetzt quasi Kreativität gefragt. Das ist jetzt einfach mein Weg. Bestimmt habt ihr auch 1000 Ideen, was man da für schöne Sachen machen kann. Oder wie gesagt, man lässt es auch jetzt schon so. Ist ja auch eine gute Idee. Ja. Habt ihr auch das Ding, dass ihr bei Punkte machen und Streifen machen immer mitzählen müsst? Ihr müsst immer mitzählen, wie viele das sind. Und am liebsten bin ich zufrieden, wenn die Zahl dann gerade endet. So, jetzt oben den Rand. Da muss ich erstmal irgendwie einen Moment überlegen, was ich da überhaupt möchte. Aber dann habe ich gedacht, nee, Streifen ist doch schön. Man könnte jetzt auch mit diesen Dot-Markern den Rand erst noch anmalen. Zum Beispiel jetzt in diesem dunklen Lila, wie der Hintergrund von den Blümchen ist. Und dann so helle Streifen drüber. Das ist bestimmt auch schön. Aber ich mag auch die Optik, wenn dieses natürliche Kork noch mit durchguckt. Ja. So, und jetzt kommt auch schon der letzte Schritt. Das ist das Produkt, was ich mir tatsächlich zugelegt habe, weil ich das überall gesehen habe, dass das benutzt wird. Das ist dieser Triple Gloss Lack und der ist wirklich ganz cool. Aber der glänzt ganz dolle. Also alle, die es lieber matt mögen, sollten ein anderes Produkt nehmen. Also der ist wirklich glänzend. Aber was so schön ist, das ist so richtig, ja, weiß ich auch nicht, so siffig irgendwie. Also es kann man so ein bisschen satt auftragen. Es hat wirklich eine schöne Konsistenz, das Zeug. Und da gehe ich jetzt einmal über die Sachen, die ich alle angepinselt oder bemalt habe. Also schön über den Rand und auch innen über die Ränder und innen alles schön ausstreichen. Und hier muss man aber, habe ich jetzt so beim Machen gemerkt, das ist nicht mein einziger Teller, den ich gemacht habe, man muss schon gucken, dass das schön glatt ist. Hier zum Beispiel sind Luftblasen entstanden. Da dann unbedingt nochmal rangehen. Also ich beobachte die dann so die ersten 10 Minuten immer mal und gucke, ob man da nochmal intervenieren muss. Aber dann war es das jetzt auch schon. Ja, so ist der ist jetzt noch nass, aber das sieht super schön aus. Wenn das nicht ganz eben ist, kann man den auch so ein bisschen klopfen auf den Tisch und dann verteilt sich der Lack ganz gut. Und hier habe ich jetzt so eine kleine Kiste schon mal fertig gemacht. Ja, was denkt ihr? Habt ihr auch Spaß an so einem Projekt? Könnt ihr ja mal gerne berichten. Und wenn ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß.